Wo hat alles angefangen? Wo haben die Dinge begonnen? In der Vergangenheit? In der Zukunft? Wer kann sagen, wo der Anfang liegt? Der Anfang ist das Ende. Und das Ende ist der Anfang. Ich glaube, dass die Dinge, egal wie unnormal und wie seltsam sie uns erscheinen, aus einem Grund passieren. Die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Verraten Sie mir, wie es ist in der Zukunft? Ich hoffe morgen schon anders als heute. Wie gerne würden wir unser Schicksal kennen, wohin es uns führt. Doch die Wahrheit ist, es gibt nur einen Weg durch alle Zeiten, vorherbestimmt durch den Anfang und das Ende, was zugleich der Anfang ist. Es gibt keinen Zufall. Zufall? Ich glaube nicht an Zufälle. Jeder Weg ist vorherbestimmt. Ich glaube, dass die Dinge zusammenfinden, so wie sie zusammengehören. Alles passiert, wann es passieren muss. Alles wird so kommen, wie es immer gekommen ist. Zur richtigen Zeit. Zeit. Am richtigen Ort. Aber die wenigsten von uns wissen, wohin ihre Reise geht. Welcher Tag ist heute? 5. November. Ich weiß, es klingt bescheuert. Ich weiß, es klingt eigenartig. Aber welches Jahr denn? Aber welches Jahr haben wir? Aber welches Jahr haben wir? 1953. 1921. Was ist das? Was ist das? Eine Zeitmaschine. Mit diesem Apparat kann man 33 Jahre in die Vergangenheit und 33 Jahre in die Zukunft reisen. Ich kann die Vergangenheit ändern. Und die Zukunft. Das ist die größte Entdeckung der Menschheit. Zugleich ihr Untergang. Die Zeit ist immer mit dir. Egal wohin du gehst. Sie sieht und hört alles, was du tust oder sprichst. Die Zeit spielt ihr grausames Spiel mit uns. Ihm das, was er verdient. Erst wenn wir frei sind von jeder Emotion, sind wir wirklich frei. Erst wenn man bereit ist, das zu opfern, was einem das Teuerste ist. Da draußen gibt es zwei Seiten. Adam und Sigmundus wollen eine neue Welt erschaffen. Sigmundus Creatus ist. Du und ich, wir wollen diese retten. Woher wissen wir, was richtig und was falsch ist? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Was gut und was böse ist. Indem wir auf unsere innere Stimme hören. Indem wir niemand anders folgen als uns selbst. Ich muss wieder zurück nach Hause, in meine Zeit. Ich habe gesehen, was passieren wird. Ich habe ihre Gräber gesehen. Warum bist du hier? Um dem Ganzen ein Ende zu setzen. Ein für alle Mal. Ich hoffe, dass irgendwann der Tag kommt, an dem du nicht mehr alles glaubst, was Adam dir erzählt. Die Apokalypse, sie muss geschehen. Wir erschaffen eine neue Welt. Ohne Zeit. Ohne Gott. Es muss einen Weg geben, das alles zu ändern. Dass die Dinge anders passieren. Manchmal weiß man eben nicht so recht, wohin mit sich selbst. Da drin ist es wie in einem Labyrinth. Sind schon manche nicht mehr rausgekommen. Ich dachte, ich habe noch Zeit. Warum sagt man das eigentlich? Zeit haben. Wie kann man Zeit haben, wenn sie eindeutig dich hat? Der Mensch ist ein eigenartiges Geschöpf. All sein Handeln ist motiviert aus Verlangen, sein Charakter geschmiedet aus Schmerz. So sehr er auch versucht, den Schmerz zu verdrängen, das Verlangen zu unterdrücken, so wenig kann er sich doch frei machen von der ewigen Knechtschaft seiner Gefühle. Denn solange der Sturm in ihm tobt, Da, wo ich herkomme, habe ich alles verloren. kann er keinen Frieden finden. Alles, was ich will, ist ein Neuanfang. Nicht im Leben, nicht im Tod. Und so wird er Tag für Tag alles tun, was nötig ist. Der Schmerz, sein Schiff. Das Verlangen, sein Kompass. Wozu der Mensch doch fähig ist. Eltern, Kinder, sie alle laufen nur einen Teil ihres Lebens einen gemeinsamen Weg. Am Ende sind sie meilenweit voneinander entfernt. Egal, wie sehr wir dagegen ankämpfen wollen. Wir sind verbunden durch unser Blut. Anna? Wir können unseren Familien noch so fremd sein, ihr Handeln nicht verstehen. Am Ende würden wir doch alles für sie tun.
Weißt du, wer meine Eltern sind? Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Du bist ein zu guter Mensch. Du bist ein zu guter Mensch, Papa. Ich bin's. Ulrich Nielsen. Ich komme aus der Zukunft. Jonas. Aber manchmal trifft es die Guten am härtesten. Ich habe über 33 Jahre auf diesen Moment gewartet. Ich habe dich alle Jahre gesucht. Warst du die ganze Zeit da? Die Frage ist nicht wie, Die Frage ist nicht wie, sondern wann. die Frage ist wann. Papa. Unser aller Leben ist miteinander verbunden. Ein Schicksal geknüpft an das nächste. Alles hängt zusammen. Du, Wer sind Sie? Wer sind Sie? ich, Ich bin du. Ich bin du. Ich bin du. Vergangenheit. Ich glaube, ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich hatte nur gerade ein Déjà-vu oder sowas. Hallo Mickel-Junge aus der Zukunft. Ich bin Hannah. Als ob das alles schon mal passiert ist. Und Zukunft. Ein Fehler an der Matrix. Wenn die Welt eine Simulation ist, dann ist ein Déjà-vu ein Fehler an der Matrix. Oder eine Botschaft aus dem Jenseits. Wir denken, wir sind frei, aber das sind wir nicht. Aber frag dich, ob du wirklich frei bist. Wir folgen dem immer gleichen Pfad. Wieder und wieder und wieder. Warum willst du, dass die Zukunft wieder genauso passiert? Du wolltest sie nie retten. Keinen von ihnen. Weil das, was heute entsteht, der Anfang vom Ende ist. Der Anfang ist das Ende. Und das Ende ist der Anfang. Alles ist miteinander verbunden. Alles ist miteinander verbunden. Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. Es beginnt. Deine Rolle in all dem hier ist viel größer, als du denkst. Deine Rolle in all dem ist viel größer, als du glaubst. Nur du allein kannst all dem ein Ende setzen. Ich muss ihn stoppen. Deswegen bin ich hier. Wohin gehen? Wo gehen wir hin? Aber jede Entscheidung für etwas ist doch immer eine Entscheidung gegen etwas. Ich bin der Auslöser dafür. Jetzt fehlt nur noch ein kleiner Schubs. Dass du zu dem wirst, was ich heute bin. Aus welcher Zeit bist du? Die Frage ist nicht aus welcher Zeit, sondern aus welcher Welt.